Also in Darmstadt in der Abschiebehaft sitzen Leute aus eigentlich allen Ländern, die man sich vorstellen kann. Also ein Großteil aus Maghreb-Staaten, das ist der eine Schwerpunkt, aber wir haben Amerikaner, Chinesen, Leute aus Haiti, Polen, wir waren immer wieder überrascht, was für Menschen und warum sie da sitzen. Also ein Drittel vielleicht Maghreb-Staaten und alles andere. Also unvorstellbar, was eine Mixtur da sitzt. Und die kommen deshalb da rein, weil es ein Verwaltungsakt ist. Also sie werden zur Sicherstellung ihrer Abschiebung inhaftiert, damit die Behörden oder die Polizei oder wer auch immer daran beteiligt ist, genug Zeit haben, die Abschiebung zu organisieren. Das bedeutet, es sollte eigentlich kurzfristig sein, was oft 2 oder 3 Monate heißt. 2014 gab es ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, das gesagt hat, Abschiebehäftlinge dürfen nicht in normalen Haftanstalten untergebracht werden. Davor waren die ja immer in Preungesheim inhaftiert. Das ging danach nicht mehr. Dann hatte Hessen keinen eigenen Abschiebeknast, weil klar war, das muss ein eigenes Gebäude sein, getrennt von anderen, weil andere Bedingungen herrschen müssen. Also etwas lockerere Bedingungen, die Leute dürfen Handys haben, zum Teil werden aber die Kameras abgeklebt. Oder es werden die Kameras abgeklebt. Es gibt auch Haftanstalten, wo die Handys ausgetauscht werden und die nur, also keine Smartphones haben. Sie sollen mehr Freigang haben, eigene Kleidung tragen dürfen, so. Beuth hat das zynisch als ein normales Leben minus Freiheit bezeichnet am Anfang, als Darmstadt eröffnet wurde. Und das ist wirklich total zynisch, weil ich meine, was ist das für ein Leben, wo man eingesperrt ist und nicht über sich selber bestimmen kann in ganz vielen Dingen. Man muss aber sagen, wir haben es gerade noch mal nachgeguckt, dass auch in den Jahren zwischen 2014 und 2018, wo der dann eröffnet worden ist, gab es trotzdem viel an Abschiebehaft. Hessen hat nämlich einfach in anderen Bundesländern inhaftiert. Und zwar fast annähernd so viel, wie sie im Moment inhaftieren. Aber es ist ja auch geplant, den Knast auszubauen, also mal auf mindestens 80 Plätze. Das streben sie an für Ende dieses Jahres. Und dann werden die Zahlen auch steigen. Das Besondere an Abschiebehaft ist also, dass, ich sage mal, für Leute, die sich nicht so sehr damit befassen, ist ja Haft immer mit Kriminalität verbunden. Und ganz klar ist, dass Abschiebehaft nichts mit Straftaten zu tun hat. Also Leute werden inhaftiert, weil sie hier Schutz gesucht haben, weil sie ihr Recht auf Bewegungsfreiheit wahrgenommen haben, weil sie von einem Ort geflohen sind, wo sie nicht bleiben können oder wollen. Und das ist das, was wir als nicht hinnehmbar betrachten, sondern ja, wir würden dafür einstehen, dass Leute das Recht haben, sich irgendwo anders ein besseres Leben aufzubauen und dass sie dafür nicht eingesperrt gehören. Und deswegen ist diese Position eine grundsätzliche. Wir wollen, dass das Ding zugemacht wird, dass es nicht weiter existiert. Es gibt viele Leute, die 2 oder 3 Tage da drin sind, aus welchen Gründen auch immer. Zu denen haben wir keinen Kontakt. Das wissen wir dann nur aus Erzählungen von anderen Gefangenen. Und die Gründe, warum sie festgenommen worden sind, sind genauso vielseitig. Also von auf der Ausländerbehörde wegen Passverlängerung gleich nach Darmstadt verschleppt, wie bei einer ganz normalen Verkehrskontrolle oder in der S-Bahn festgenommen und halt auch nachts in der Wohnung überfallen und mitgenommen. Also es gibt nichts, was es da eigentlich nicht gibt. Aber alle Menschen, die da drin sitzen, sind eigentlich extrem geschockt, weil es keine Vorbereitung gibt, weil es nicht irgendwie eine Art gibt, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, ja, da muss ich das und jenes und ich brauche die Sachen und das muss ich packen. Die Leute haben nichts mit, sie haben nichts. Sie haben meistens keine Anziehsachen, keine Klamotten, keine Papiere. Es wird alles nachgeliefert. Und viele von den jungen Leuten sind völlig verzweifelt, die da sitzen, weil sie jetzt im Gefängnis sitzen und nichts getan haben, sondern einfach nur in Ruhe in Deutschland leben wollten, ihren Job machen wollten, essen gehen, sich mit Freunden treffen und jetzt sitzen sie im Gefängnis und das ist halt auch also für sie unerträglich und für die Familie meistens nicht vermittelbar.
Ja, 2017 ist entschieden worden, die Hessische Abschiebehaftanstalt in Darmstadt aufzubauen. Dazu ist ein ehemaliges Freigängerhaus umgebaut worden, um diesem Trennungsgebot gerecht zu werden. Und nachdem das bekannt wurde, hat sich ziemlich zeitnah unser Bündnis Community for All gegründet, weil klar war, wir müssen aktiv werden dagegen. Wir versuchen zu informieren und vor allem diese Deckungsgleichheit von Straftäter und Abschiebehaft zu entkräften und immer wieder deutlich zu machen, nein, da geht es nicht um Strafhaft, sondern da sind Leute eingesperrt, nur weil sie hier sind, weil sie die falschen Papiere haben. Wir organisieren Veranstaltungen, auch im Verbund mit anderen, mit Gewerkschaft, mit anderen Gruppen, die es in Darmstadt gibt. Wir sind rhein-main-weit verbunden, zum Beispiel mit den Leuten vom Klapperfeld und waren aber jetzt auch im Rahmen dieser Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft in dem bundesweiten Zusammenhang. Also wir waren mehrmals vor Ort und haben versucht, eine Öffentlichkeitsarbeit vor dem Knast zu machen. Das heißt halt ein Knastbeben mit unterschiedlich 50, 100 Leuten vorm Knast, mit Musik, mit Tanz, mit Redebeiträgen. Und da haben wir halt die Möglichkeit, über Kommunikation von Handys halt direkt draußen vor den Knast den Leuten halt ein Sprachrohr zu geben, dass sie da sagen können, was sie gut finden, was ihnen total nervt, Grüße übermitteln, Lieder, Wünsche. Und das ist so eine Aktion, die ich halt immer super finde, weil der Austausch durch die Knastmauern da halt wirklich greifbar ist und sehr spürbar ist.